Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Auch wenn uns die Automobilindustrie etwas anderes verkaufen möchte, Größe ist nicht alles. Viel wichtiger ist das Packaging. Also wie wird möglichst wenig Platz möglichst gut genutzt. Und in diesem Video gucken wir uns mal eins der Lastenräder mit dem besten und intelligentesten Packaging-Konzept an. Das Chike E-Kids. Bevor wir in das Video starten, ein kleiner Transparenzhinweis. Dieses Bike wurde uns für ein Jahr zur Verfügung gestellt von Hartje bzw. Chike und sie unterstützen die Produktion dieses Videos finanziell. Sie haben uns allerdings nicht gesagt, was wir irgendwie wie sagen sollen. Das würden wir dann eh nicht beachten und sie bekommen das Video auch nicht vor der Veröffentlichung zu sehen. Wir sind komplett herstellerneutral. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Das Chike ist, wie so viele Räder aus diesem Bereich, aus einem persönlichen Bedarf entstanden. 2012 suchte die wachsende Familie Prager ein Lastenrad, wurde aber bei dem bestehenden Angebot einfach nicht fündig. Zu groß, zu schwer, zu sperrig waren die damals verfügbaren Räder. Also fing Tobias Prager an, selber eins zu entwickeln. Und mit seinem Bruder Manuel zusammen brachten sie das Chike auf den Markt und 2018 waren die ersten Serienräder auf der Straße. Mittlerweile gibt es 3 verschiedene Varianten, einmal das Chike E-Kids, das Chike E-Cargo und das Chike E-Dog. Und diese 3 Räder teilen sich alle den gleichen genialen Unterbau, haben aber natürlich andere Kabinen bzw. Ladeflächen. 2020 konnten wir schon mal ein Chike E-Kids testen, also vor 3,5 Jahren. Und in der Zwischenzeit ist natürlich einiges passiert. Sowohl Chike hat dieses Rad angepasst, unsere Kinder sind größer geworden und deswegen ist es ziemlich spannend mal zu sehen, ob die Veränderungen an dem Rad jetzt unseren Eindruck geändert haben und ob das Rad auch immer noch unseren veränderten Mobilitätsbedürfnissen entspricht. Schauen wir mal. Und wir werden das auch nicht nur in diesem Video zeigen, sondern dadurch, dass das hier unser Dauertestrad ist, werden wir das über ein ganzes Jahr lang fahren und am Ende dieser Jahresperiode gibt es dann nochmal ein ausführliches Video zu all unseren Erfahrungen. Aber jetzt gucken wir uns das mal im Detail an. Mit unter 2 Metern Länge ist dieses Rad deutlich kürzer als die meisten anderen Lastenräder und mit 70 cm Breite ist es auch genauso schmal wie ein Long John zum Beispiel, bietet aber netto trotzdem mehr Platz. Wie machen sie das? Ein Rezept für kompakte Cargo-Bikes sind kompakte Laufräder. Wie gesagt, vorne 16, hinten 20 Zoll. Das ist Faltrad-Territorium. So haben sie das Rad möglichst kurz bekommen. Und möglichst schmal haben sie es bekommen, indem die Vorderräder nicht nur unter die Ladefläche gewandert sind, sondern auch bündig mit dieser abschließen. Und auch der Lenker ist nur genauso breit wie diese Kabine hier oben. Aber jetzt werden einige von euch sagen, oh, das bringt doch den Schwerpunkt nach oben und das fährt sich dann noch überhaupt nicht gut und Kippgefahr etc. Aber auch daran haben die Prager Brüder gedacht. Denn einer der Partytricks des Chike ist das hier. Die Neigetechnik. Chike hat dem Chike ein besonders gutes Fahrwerk spendiert. Wir haben 2 Querlenker auf jeder Seite und eine Pushrodfederung, die mit einem Elastomerblock funktioniert.
Dieser federt und dämpft das Rad in jeder Neigesituation, sodass auch Böschungen, Wurzelwege, schräge Abfahrten etc. kein Problem sind und der Inhalt dieser Kabine oder der Box oder der Ladefläche nicht allzu sehr durchgeschüttelt wird. Und das Tolle ist, das hier ist richtig massiv gefertigt. Die ganzen Verbindungen, die ganzen Lenker sind im Grunde Automobilteile, die in so einem Lastenrad natürlich deutlich geringerer Belastung ausgesetzt sind als in einem Auto und somit eben sehr langlebig sind. Und natürlich, wie ihr das eben gesehen habt, lässt sich dieser Mechanismus auch sperren, sodass ihr es einfach beladen könnt. Und so soll sich dieses Trike trotz des hohen Schwerpunkts sehr fahraktiv fahren. Das sehen wir nachher mal. Aber gucken wir uns doch kurz mal das Cockpit an. Hier ist verhältnismäßig viel los. Erstmal haben wir hier den eben angesprochenen Mechanismus, der die Neigetechnik sowohl löst als auch hier sperren kann. Und dann muss das Rad ja auch irgendwie abgestellt werden. Es hat keinen eigenen Ständer, sondern steht natürlich auf den 3 Rädern. Und dafür gibt es hier auf der linken Seite diesen Bremshebel, der auch mit einer Bremsarretierung daherkommt. Somit kann das Rad abgestellt werden, die Bremse gezogen, der Hebel umgelegt und das Fahrrad lässt sich nicht wegschieben. Das Shimano Step-System kommt hier mit dem großen Display daher und den Di2-Bedieneinheiten. Hier kann man mit diesen Tasten die Unterstützungsstufen einstellen, derer gibt es 3. Hier kommt man durch die ganzen Optionen, was man sich alles anzeigen lassen kann. Hier auf der rechten Seite kann man dann zwischen dem manuellen Modus und dem Automatikmodus hin und her schalten und über diesen Schalter lassen sich dann die 5 Gänge auch manuell durchschalten. Eine Klingel gibt es hier und insgesamt ist das Cockpit verhältnismäßig geschwungen. Das ist eine schöne Lenkerform und auch das Ganze weit nach hinten geneigt, damit es sich fährt wie ein Fahrrad. Und da sind wir jetzt mal kurz bei dem Punkt Rahmenkonstruktion, denn das ist ziemlich spannend. Das Trike hat hier einen großen Hauptrahmen. Alles, was weiß ist, ist Hauptrahmen und dieser Hauptrahmen nimmt alle anderen Teile auf. Der ist mit verschiedenen Dreiecken und mit dicken Rohren gestaltet worden, damit das Rad so stabil und gleichzeitig leicht wie möglich ist. Denn das Trike ist für seine Power oder für die Beladungskapazität ziemlich leicht. Hier vorne haben wir dann diese Dreieckskonstruktion, wo dann die Kabine bzw. auch die Ladefläche draufgesetzt wird. Und hier dieses große Dreieck, das dann den Akku und auch das Motorgehäuse beherbergt. Und dann natürlich hier das Dreieck, wo das Hinterrad drin sitzt. Auffällig ist hier dieser sehr flache Lenkwinkel, der dann so ein bisschen durch einen stark nach oben geneigten Vorbau ausgeglichen wird, was zu einer sehr angenehmen Lenkposition führt. Gleichzeitig ist aber auch das Sitzrohr verhältnismäßig steil für ein Lastenrad, was insgesamt zu einer sehr aufrechten Sitzposition führt. Und wenn man das dann kombiniert mit diesem niedrigen Einstieg und dieser großen Fläche hier vorne, dann ist das ein sehr, sehr bequemes Rad für Leute, die gerne aufrecht fahren. Und hier hinten ist dann auch nochmal spannend, wie eng und kompakt das Ganze gebaut wurde. Hier zwischen das Schutzblech und das Motorgehäuse passt kein Finger mehr. Hier ist aber trotzdem Platz für alles geschaffen worden, was man im Alltag braucht, wie das Speichenschloss zum Beispiel oder den Riemen mit der Rahmenöffnung und auch einem Gepäckträger. Und da sind wir jetzt mal bei dem Cargo-Aspekt dieses Cargo-Bikes. Der Gepäckträger ist Standardausstattung bei dem Trike und dient nicht nur für die Aufnahme des Rücklichts und des rückwärtigen Reflektors, sondern hat auch eine klassische Gepäckträgerklappe. Sowas sieht man nicht allzu häufig. Packtaschen lassen sich in der Theorie ebenfalls befestigen. Allerdings ist dann der Platz zwischen dem Pedal und der Packtasche verhältnismäßig kurz, sodass ihr tendenziell dann mit den Füßen die ganze Zeit gegenkommt. Deswegen ist er für Packtaschen nicht ganz so gut geeignet. Dafür lassen sich aber einfach Körbe montieren, denn dieser Gepäckträger ist mit dem AVS-System ausgestattet von Atran Velo und man kann da ganz einfach einen Korb montieren, den man dann auch ganz einfach abbauen kann, wenn es notwendig ist. Und das erhöht natürlich die Kapazität des Gepäckträgers und des gesamten Fahrrads nochmal deutlich. Und dann haben wir diese Kabine hier. Die fanden wir 2020 schon genial und sie ist noch besser geworden. Grundsätzlich hat
hat sie 4 große Fenster. Links und rechts jeweils eins hier vorne und eines hier hinten. Das vordere Fenster lässt sich auch öffnen, sodass die Kinder bei Regen gut geschützt sind. Aber wenn es wärmer ist, klettert man das einfach ein bisschen auf. Klettet man auf? Also öffnet man den Klett. Und dann kann man das einrollen, hier oben fixieren. Und bei warmen Tagen kommt dann hier sehr, sehr viel Luft rein, aber keine kleinen Steinchen und auch keine Insekten, da das hier ein sehr feinmaschiges Netz ist. Durch das Fenster hier hinten hat man einen super Blick auf die Kinder, auf die Kabine und auch quasi auf das, was sich direkt vor dem Fahrrad befindet. Allgemein muss man sagen, hier können Kinder richtig gut rausgucken und bekommen alles mit, was so im Verkehr vor sich geht und lernen dadurch auch eine ganze Menge. Dieses Fenster lässt sich aber auch öffnen. Man öffnet das hier an der Seite, ist dann noch ein bisschen zusätzlich dran geklettet und das lässt sich dann ebenfalls einrollen und hier oben fixieren, sodass die Kinder dann so ein richtiges Cabrio-Feeling haben und der Wind ihnen um die Nase weht, aber wie gesagt, ohne dass irgendwelche Steinchen oder Kleingetier reinkommen. Hallo. Und dann eine Änderung, die auch neu dazu gekommen ist das hier. Denn hier drunter befindet sich jetzt ein großes EPP-Teil, das verhindert, dass das Regenverdeck zum Beispiel wenn das Rad länger draußen steht, einsackt und so eventuell Wasser dadurch in die Kabine eintreten kann, sondern das bleibt dadurch immer stabil. Allgemein ist diese Kabine sehr stabil gefertigt. Wir haben oben einen komplett umlaufenden, stabilen Rahmen. Nach links und rechts ist der stabil gefertigt und hier vorne könnt ihr in der Höhe der Knie der Kinder auch sehen, dass hier ebenfalls noch ein Rahmenteil ist, das etwas raussteht. Also diese Kabine ist wirklich stabil, denn sie ist halt für Kinder gemacht. Und Kinder müssen hier auch einsteigen können. Und das können sie beim Chike auch ziemlich einfach alleine. Wir schließen das alles hier mal wieder. Runterrollen, festkletten und fertig. Also das geht auch recht schnell. Und die Kabine selbst lässt sich dann mit 2 Reißverschlüssen öffnen. Einer hier und einer hier. Und dann ist die Unterseite nochmal mit einem Klett gesichert. Und hier haben wir dann nochmal Blick auf dieses große EPP-Teil. Und anders als das bei dem Rad in 2020 war, geht dieses Cover nicht bis zur Kante nach vorne runter, sondern hier ist jetzt so ein weiches Teil, eine Art Einstieg, das man dann nochmal mit den Strapsen hier öffnet. Und jetzt haben die Kinder einen verhältnismäßig niedrigen Einstieg, wo sie selber in die Kabine rein können. Diese Klappe hier, die ist deswegen gut, damit Dinge nicht so einfach aus der Box rauskullern können. Was im Alltag auch mit dem alten Chike wohl tatsächlich nie so richtig passiert ist. Aber jetzt passiert es halt auch in der Theorie nicht mehr. Dadurch, dass die Kinder hier über den Vorderrädern sitzen, kann die Bank fast genauso breit sein wie das eigentliche Fahrrad. Und das ist ziemlich genial. Hier ist richtig viel Platz auf dieser Bank, sodass sie sich nicht mal mit Schneeanzügen anstreiten. Etwas, was ich jetzt aktuell nicht testen werde, aber wie gesagt, wir haben es ein Jahr lang, ich werde das testen können. Dann haben Sie hier vorne einen verhältnismäßig großen Raum. Hier ist eine Hartplastikschale, die ist auch ziemlich widerstandsfähig und die Kinder haben dann einen schönen hohen Sitz mit einer hohen Rückenlehne. Das ist hier weich gepolstert. Das Polster gibt es auch noch in verschiedenen Farben. Hier oben ist das Ganze dann aus Mesh-Material, sodass sich die Kinder auch nicht allzu sehr aufheizen und aufgestaute Luft hier drin auch nach draußen entweichen kann. Sie haben dann 2 geteilte 5-Punkt-Gurte. Einmal hier mit so einem Schnappverschluss. Die Gurte muss man dann einmal zusammenbringen und dann ist hier noch ein zusätzlicher Hüftgurt, den Sie dann auch noch zusätzlich angelegt bekommen für möglichst große Sicherheit. Die Gurte kommen von schön weit oben und lassen sich dann auch noch in der Höhe verstellen für größere und kleinere Kinder. Und das Tolle ist, selbst wenn ihr nur ein Kind regelmäßig mitnehmen wollt, lassen sich diese Gurte auch einfach abnehmen und dieses mittlere Gurtschloss nutzen. Hier an der Seite könnt ihr dann noch diese Polster sehen, die bis nach oben hingezogen sind, sodass die Kinder auch ihre Köpfe anlehnen können, wenn sie zum Beispiel einschlafen.
Und auch der Winkel der Rückenlehne ist so gewählt, dass die Kinder hier echt bequem sitzen. Also ich bin nach wie vor echt begeistert von dieser Kabine. Wenn ihr euch jetzt gefragt habt, Mensch, das ist ja schon ziemlich praktisch, dieses Fahrrad, das war's noch nicht. Denn hier auf der Rückseite befinden sich auch noch so Netztaschen, in die kleinere Dinge passen, wie zum Beispiel eine Trinkflasche oder auch ein Schloss oder das Smartphone. Das kann hier einfach verstaut werden und ihr kommt schnell da ran. Dieser Raum hier vorne allerdings, der sieht noch verhältnismäßig leer aus. Und der wird bei Chaik natürlich ebenfalls genutzt. Und zwar mit Boxen. Ihr könnt euch optional euer Rad mit solchen Schnuppelwuppeln ausstatten lassen und da kommen dann diese speziell vorbereiteten Euro-Boxen dran. Die haben Aufnahmen, die direkt auf diese Schnuppelwuppel passen und die sich mit 15 Kilogramm pro Seite beladen lassen. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder eine offene Box oder eine geschlossene Box. Und die klicken wir mal ran. Wenn diese Box montiert ist, dann sitzt sie richtig fest an diesem Fahrrad und hat noch einen weiteren Vorteil, dass nämlich Spritzwasser nicht an die Pedale kommt. Der Fahrerlatz, der hier montiert ist, der hält zwar schon einiges ab, aber nicht alles und dafür sind dann diese Boxen auch gut. Diese Box mit dem Deckel, die lässt sich auch verschließen, hier mit einem zusätzlichen Schlüssel. So, und dann könnt ihr sie nicht öffnen. Und der Vorteil ist auch, daran hat Chaik auch gedacht, dass sie sich dann nicht einfach von diesem Rahmen entnehmen lässt. Dann könnt ihr nämlich auch mal Dinge hier drin verstauen und drin lassen, selbst wenn das Fahrrad mal draußen steht, ohne Sorge haben zu müssen, dass da irgendjemand einfach reingreifen kann. Und dann zum Öffnen einfach wieder den Schlüssel nehmen, drehen und öffnen. Und hier ist dann auch echt viel Platz, also Kita-Rucksäcke, kleinere Einkäufe etc. passen hier alle gut rein und diese Box kann natürlich auch im geöffneten Zustand gefahren werden. Und wenn ihr noch eine zweite Box bestellt, dann wird das hier plötzlich zu einer noch viel größeren Ladefläche, auf dem ihr zum Beispiel auch ein Kinderlaufrad einfach verstrapsen könnt unter dem Cockpit. Wie cool ist das denn? Also Ladeflächen, wohin das Auge blickt. Da, 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 da und da. Und wie sich dieses Fahrrad fährt, das sehen wir jetzt. Das Chaik ist jetzt mit allem ausgestattet, was wir brauchen. Wir haben hier die beiden Mitarbeiter, die Säcke vorne in der Box drin. Das heißt, das Gewicht von 2 Kindern ist hier so ein bisschen repräsentiert. Und dann hier noch meinen kleinen Rucksack, der jetzt ja, mit offener Klappe mitfahren muss, aber das ist nicht schlimm. Und wir wollen mal sehen, wie es sich fährt. Und der erste Schritt, das Allerwichtigste, ist natürlich der Beschleunigungstest. Wir sind in der höchsten Unterstützungsstufe im Automatikmodus und starten im ersten Gang. Und wir legen los. Okay, das ging erstaunlich schnell bei erstaunlich wenig Geräusch. Tatsächlich ist die Beschleunigung besser, als man das mit dem kleinen Motor erwarten würde. Und auch die Schaltung arbeitet beim Hochschalten sanft und sauber, kann die Gänge gut durchgehen. Was jetzt mir eben gerade aufgefallen ist, der Wechsel vom zweiten auf den dritten war sehr kurz hintereinander. Das ist halt das Ding, wenn man den Motor oder die Schaltung das selbst entscheiden lässt. Allerdings habe ich sie natürlich auch schon ein bisschen auf meine Schaltgewohnheiten trainiert und auf die etwas schnellere Trittfrequenz, die ich gerne trete. Aber nun, der Belastungstest der Jerusalemsberg. Kleine Unterstützung, nicht zu viel Kraft aufs Pedal. So, gucken wir mal, ob wir Informationen angezeigt bekommen. Genau, Trittfrequenz um und bei 80. Die Power können wir uns nicht anzeigen lassen, aber nicht zu viel Power drauf geben. 20 km/h. Okay, jetzt würde ich runterschalten. Da knackt es halt einmal so ein bisschen. 16 km/h. 16,7. Also der Motor ist jetzt kein Powerhouse, das einen richtig nach vorne schiebt, aber er arbeitet sanft und er arbeitet auch unaufgeregt. Und das Ganze bei einer relativ geringen Geräuschentwicklung, was insgesamt sehr angenehm ist. Es kommt so ein leichtes, malendes Geräusch, so ein
sirrendes Geräusch, aber das wird auch nicht irgendwie noch zusätzlich verstärkt. So, und auch hier über solche Kanten, da fährt das Trike echt sehr sanft rüber, dank dieser Federung und dem ausgeklügelten Fahrwerk. Aber besonders witzig bei dem Rad ist natürlich die Fahrdynamik durch diese Neigetechnik. Die wollen wir jetzt mal auf die Probe stellen so ein bisschen. Und das Erste, was auffällt, dass das Ganze sehr leichtgängig ist. Das Trike kommt ja auch ohne irgendeine Verlängerung zu den Vorderrädern aus, sondern das ist quasi direkt verbunden. Und so werden auch Lenkbefehle sehr direkt übertragen. So, und wenn man dann ein bisschen aktiver fahren möchte, sich in die Kurve legen möchte, dann arbeitet das Rad so wie ein normales Fahrrad im Endeffekt. Hier muss ich jetzt einmal wieder runterschalten, um hier schneller hochzukommen. Und ihr könnt sehen, ich habe eine äußerst aufrechte Sitzposition. Und die Sitzgeometrie wurde so gestaltet, dass nicht nur große Menschen aufrechte Sitzpositionen haben, sondern auch kleine Menschen. So, und Beschleunigung. Auch hier wieder sehr sanfter Übergang durch die Gänge. Die Nexus 5e kann auch dann schalten, wenn man viel Kraft aufs Pedal gibt. Nur beim Runterschalten, da muss man etwas Kraft vom Pedal wegnehmen. Dann knackt es einmal und dann ist auch der kleinere Gang drin. Daran muss man sich erstmal gewöhnen. Das ist allerdings auch nichts Außergewöhnliches, sondern das soll so quasi. Also auch hier über sowas kommt das wirklich außergewöhnlich gut rüber. Poltert nur ein bisschen von den Sachen, die jetzt in der Box sind. Aber insgesamt schon echt cool. Jetzt geht es über unsere typische Gravel-Abteilung. Und auch das ist echt stark bei diesem Rad. Es lässt sich punktgenau steuern. Es braucht natürlich mehr Platz als ein Zweirad. Es braucht eine breitere Strecke. Aber es lässt sich super einfach dirigieren und in die richtige Position bringen. Und natürlich machen wir auch wieder den Anfahren am Bergtest. Hier wieder bei unserer typischen Stelle, wo es hier rausgeht und dann hier recht steil bergauf. Und mal sehen, wie sich das Rad darschlägt. Also wir haben die Neigetechnik gelöst, wir haben die Feststellbremse gelöst und jetzt mal sehen, wie es uns hochdrückt. Ja, okay. Also, es ist möglich, aber da merkt man dann, dass der Motor eben nicht über unendlich viel Drehmoment verfügt, sondern halt dann doch recht viel Kraft braucht, um bei solchen steilen Rampen starten zu können. Also es hat jetzt geklappt, aber etwas mehr Drehmoment wäre da schon wünschenswert. Und wenn man dann halt beschleunigt, dann gibt es bei 25 km/h so ein bisschen Auswahl. Wenn man schneller treten möchte, dann nimmt man den 4. Gang. Das wäre so meine Präferenz. Und wenn man es ganz gemütlich angehen möchte, dann bietet der 5. Gang eine verhältnismäßig niedrige Trittfrequenz. Aufstieg und Einstieg auf das Fahrrad ist übrigens auch sehr, sehr leicht, weil das wirklich super niedrig ist. So, und das Schieben des Fahrrads gelingt natürlich auch einfach. Noch einfacher ist es aber, wenn man den Neigemechanismus sperrt, weil dann kann man auch einfach ein bisschen nebenher laufen und es steuern. Allerdings sollte man nicht mit gesperrter Neigung fahren. Und bei sehr langsamer Geschwindigkeit kann man hier mit so einer 40er Trittfrequenz mit 7 km/h fahren, Schrittgeschwindigkeit. Das ist auch nochmal spannend. Wie gut kommt das Trike mit sehr engen Kurven klar? Das testen wir jetzt mal. Also jetzt haben wir hier mal so eine Kurve, so eine Kante. Und durch die Kürze des Rades und diesen verhältnismäßig großen Lenkeinschlag hat es auch mit solchen engen Kurven, da musste ich jetzt absteigen, überhaupt kein Problem. Da muss man so ein bisschen den Radius einschätzen, da ist das Ende dann erreicht. Aber da kann man super aufrecht auch durch solche engen Kehren fahren, ohne die Gefahr umzukippen. Und auch der Lenkeinschlag ist sehr definiert. Also da weiß man, es geht einfach nicht weiter. Und der Lenkeinschlag ist auch in beide Richtungen genau gleich groß. Wie es bei solchen unebenen Streckenteilen, da kann die Federung ihre Vorteile voll ausspielen. Aber das wird noch mal spannender, wenn wir gleich über Kopfsteinpflaster fahren. Rüttelpartie.
Ein bisschen was kommt natürlich schon bei der Box, bei dem Boxinhalt und auch auf dem Sattel an. Allerdings ist der Sattel so unfassbar gemütlich, dass der wirklich fast alle Schläge rausnimmt. Leichte Vibrationen sind jetzt am Lenker spürbar, aber diese Federung, die Abstimmung des Fahrwerks ist echt gelungen, sodass nicht nur Kopfsteinpflaster gut funktioniert, sondern auch jetzt hier solche Schlaglöcher, durch die man einfach durchfahren kann und das Rad sich dann nicht aufschaukelt, sondern sehr ruhig rüberfährt. Auch hier solche Kanten, flupp, flupp, einfach runter. Man merkt natürlich den kurzen Radstand. Was halt auch erstaunlich ist, ist diese geringe Breite des Fahrrads. Ihr könnt hier sehen, ich kann auch ein bisschen freihändig fahren, aber durch die 70 cm Breite und dadurch, dass man die Box vorne sehr gut sehen kann, ist auch sowas mit großem Selbstbewusstsein möglich. Denn das Fahrrad ist im Endeffekt genauso breit, wie der Lenker breit ist. Das war allerdings jetzt nicht notwendig. Wir wollen jetzt aber gleich mal den Bremstest machen. Wir haben hier ja 3 Bremsen und nicht nur 2. Und ich bin mal gespannt, wie gut das Trike zum Stehen kommt. Beschleunigung auf 25 km/h. Und dann bremsen wir da vorne an der zweiten Linie. Und jetzt. Das war spannend. Wir haben hier an dieser Linie gebremst. Hier ist jetzt ein knapper Meter, also ein knapper Bremsweg von 3 Metern. Hier bei trockener Strecke. Die Bremse ist auch schon gut eingefahren. Und das mit diesen kleinen Rädern und den kleinen Bremsscheiben. Erstaunlich war auch, dass das Rad hinten abgehoben ist beim starken Bremsen. Also obwohl ich ja mit meinen 95 Kilo direkt hier drüber sitze quasi, ist die Bremskraft vorne so stark, dass das Hinterrad so ein bisschen abhebt. Da muss man so ein bisschen die Bremse modulieren. Es war auch nicht hundertprozentig gleichmäßig, sondern das Hinterrad ist so ein bisschen zur Seite ausgewichen. Mein Tipp, wenn ihr stark bremsen müsst, lehnt euch noch etwas weiter nach hinten, damit auf dem Hinterrad mehr Druck ist und ihr so auch die Bremskraft etwas besser verteilen könnt zwischen den 3 Rädern. Also das ist insgesamt schon echt angenehm, diese sanften Schaltvorgänge, der verhältnismäßig leise Motor, das gut abgestimmte Fahrwerk, entspannt hier über solche Unebenheiten rollern zu können. Kanten spürt das Hinterrad natürlich ein bisschen stärker und auch die kleinen 16 Zoll Räder rollen über große Kantsteine oder über große Kanten nicht ganz so sanft hinweg, aber auch solche Wurzeln wie eben gerade sind für das Rad überhaupt kein Problem, was mich echt erstaunt. Also die Vorderräder fühlen sich größer an, als sie tatsächlich sind. Also das ist der Fahreindruck zum Trike. Es fährt sich sehr agil, man kann es leicht in die Kurve schmeißen, man merkt allerdings auch den kurzen Radstand und ab und zu auch die kleinen Laufräder. Aber das macht schon echt Laune. Ich bin mal gespannt, wie es sich in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren schlägt. Jetzt kommen wir aber erstmal zum Zwischenfazit und gehen zurück ins Studio. Falls ihr euch fragt, warum dieses Zeichen hier noch nicht an der Wand war und warum derjenige, der da gerade mit dem Fahrrad gefahren ist, eine dicke Winterjacke an hatte, die ersten 3 Monate unseres Testzeitraums sind schon um. Unfassbar, oder? Wir haben jetzt mitten im Hochsommer, im August, und es wird Zeit, ein kleines Zwischenfazit zu ziehen. Hier in diesem Video werden wir einmal auf die 3 positiven Punkte eingehen und 3 Punkte, die uns nicht so gut gefallen haben. Aber ihr findet natürlich die komplette Radelbande-Bewertungsmatrix über den Link unten in der Videobeschreibung in Schriftform. Wir starten jetzt aber mal mit dem ersten Punkt, der uns richtig gut gefallen hat. Der Sitzbank. Massenhaft Platz, selbst für größere Kinder. Nur nach oben hin wird es irgendwann mit so knapp 7 Jahren ein bisschen eng. Aber von der Breite her haben sie genug Platz. Die Sitzlehne ist hoch genug, damit die Kinder sich auch schön anlehnen können. Und hier oben gibt es diese Seitenteile, damit sie im Zweifel auch einpennen können. Und sie können ihre Beine ganz normal anwinkeln, wie auf einem normalen Sitz. Dazu sind die Gurte super einfach und bequem in der Bedienung, sowohl in der Verstellung als auch, wenn man zum Beispiel von einem Kind, das in der Mitte sitzt, auf 2 Kinder wechseln will, die links und rechts sitzen. Und es gibt ein Zubehör von Trike, mit dem sich auch Babyschalen hier reinklicken lassen und daneben findet auch noch ein Kind Platz. Also eine super klasse Sitzbank, nach wie vor eine der Referenzsitzbänke im Lastenradbereich. Der zweite Punkt ist das wahnsinnige Platzangebot. Wir hatten in den letzten 3 Monaten nicht einmal das Problem, dass uns der Platz ausgegangen wäre. Selbst wenn diese 3 Boxen voll sind, passen zu den Kindern immer noch deren Kita-Rucksäcke rein. Und tatsächlich
ja, sind wir nicht einmal mit komplett vollem Fahrrad gefahren bisher. Und das ist wirklich außergewöhnlich. Und wir haben noch nicht mal irgendwelche Packtaschen hier links und rechts verwendet. Und der dritte positive Punkt ist die Federung. Denn die macht das Ganze wirklich zu einem super komfortablen Erlebnis für alles, was hier sich in der Kabine befindet. Speziell halt für Kinder. Die haben sich nicht einmal beschwert, dass es irgendwie zu rumpelig gewesen wäre. Selbst über Kopfsteinpflaster, durch den Wald, wirklich über Trails hat das immer mit der Federung gut geklappt und es war immer komfortabel. Allerdings auch hauptsächlich für die Kinder und damit sind wir jetzt bei den Punkten, die uns weniger gut gefallen haben. Und der erste Punkt ist, dass der Sattel sich hier wirklich direkt über dem Hinterrad befindet und Schläge somit fast ungefiltert durchgetragen werden. In der Standardkonfiguration ist ein sehr plüschiger, weicher Sattel verbaut, der aber wirklich nicht alles ausgleichen kann. Und deswegen haben wir hier, und das empfehle ich auch jedem von euch, eine Federsattelstütze nachgerüstet. Die Beischulz G2 Short ST, genau, so heißt die. Ich habe ein ganzes Video über Federsattelstützen gemacht, das könnt ihr euch mal angucken. Die hat aber das Bandscheibenvorfallrisiko erheblich gemindert. Für den zweiten Punkt, der uns negativ aufgefallen ist, sind wir wieder hier vorne, denn auch wenn die Bank an sich richtig gut und plüschig ist, ist das Material, auf dem die Bank sitzt, doch eher ein toller Resonanzkörper und ziemlich hartes und lautes Kunststoff. Der Kunststoff? Auf jeden Fall klötern da Sachen halt ziemlich laut drin rum. Und besonders nervig ist es, wenn ihr entweder die Box unbeladen habt oder da zwei Kinder drin sitzen, denn diese Gurtschlösser hier, die klappern während der Fahrt die ganze Zeit an diesem Kunststoff herum. Die Lösung dafür ist, einfach wenn die Box entsprechend unbesetzt ist, diese hier reinstopfen oder die Gurtschlösser jedes Mal schließen, wenn ihr mit dem Fahrrad losfahrt, auch wenn keine Kinder drin sitzen. Ist nicht unbedingt praktisch, ein kleines Stück weicherer Kunststoff hier unten würde diesen Effekt schon deutlich minimieren. Und der dritte Punkt, der uns aufgefallen ist, betrifft die Fahrt mit dem Chaik. Denn wenn ihr ein Dreirad sucht wegen der stabileren Fahrt, dann seid ihr bei dem Chaik falsch. Durch die Geometrie und die Neigetechnik und auch den Schwerpunkt, dadurch, dass die Kinder oberhalb dieses Neigepunktes sitzen, fährt sich das Chaik in manchen Situationen vielleicht etwas kippeliger als andere Dreiräder mit Neigetechnik. Und kann auch nicht während der Fahrt gesperrt gefahren werden. Also euer Kind zum Beispiel zu begleiten, während es die ersten Laufradversuche macht oder das erste Mal auf dem Fahrrad fährt, ist anstrengender als mit anderen Dreirädern. Positiv ausgedrückt würde man das wahrscheinlich eine agile Abstimmung nennen. Wenn man sich aber zum ersten Mal draufsetzt, dann fühlt sich das schon etwas kippeliger an als Long Johns und auch als andere Dreiräder mit Neigetechnik. Allerdings draufsetzen, Unterstützung einschalten und losfahren. Der Gewöhnungseffekt ist sehr, sehr schnell da, aber je nach Beladung ist es halt manchmal etwas tricky. Aber für wen ist das Chaik jetzt am besten geeignet? Hier in dieser Konfiguration als E-Kids ist es natürlich für Familien mit bis zu 2 Kindern wirklich hervorragend geeignet. Es ist ein super klasse Lastenrad mit einer tollen Kabine, wo Kinder sehr bequem sitzen und auch lange Touren super entspannt mitmachen, selber einsteigen können, alles mitbekommen. Mit der Einschränkung, dass halt Kinder über 7 Jahre vielleicht allein größenmäßig ein bisschen in Platzprobleme bekommen. Allerdings jetzt hier mit dem geöffneten Verdeck können Sie vielleicht mit dem Kopf hier rausgucken. Würde ich nicht empfehlen. Aber selbst dann, wenn eure Kinder größer geworden sind, gibt es ja noch die verschiedenen Optionen von Chaik, um es umzubauen, entweder auf ein Flatbed oder auf eine Hundeversion, sodass ihr Fifi mitnehmen könnt. Also allein diese Box hier vorne ist schon eine Erwähnung wert als eins der besten Kinderlastenräder, die es auf dem Markt gibt. Und dann kommt ja dazu noch, dass dieses Rad vom Fußabdruck einfach winzig ist. Mit dieser kurzen Gesamtlänge, mit der geringen Gesamtbreite ist es einfach ein sehr kompaktes Lastenrad, das so gut wie überall Platz findet und trotzdem
sehr, sehr viel Platz bietet hier in diesen verschiedenen Boxen. Also wenn ihr wirklich immer viel Kram dabei habt, wenn ihr eure Einkäufe damit erledigen wollt, dann funktioniert das mit dem Chike wirklich gut. Und der Vorteil ist auch hier in dieser gesamten Geometrie, dass sowohl kleine als auch große Leute hier hervorragend Platz finden und eine ähnliche Sitzposition haben. Sie ist sehr aufrecht, das muss man natürlich mögen. Das ist von der Sitzposition definitiv kein Sportler, aber von der Fahrdynamik ist es ein Sportler. Und da auch wieder so ein bisschen eine Einschränkung, wenn ihr also ein Lastenrad sucht, mit dem ihr sehr langsam fahren könnt, so eine Art starres Lastenrad, dann ist das Chike wiederum weniger geeignet, sondern halt durch diese Fahrwerksgeometrie und auch mit der Federung ist es ein sehr aktiv fahrbares Lastenrad. Wo ich es auch nicht unbedingt empfehlen würde, zumindest in dieser Version nicht, ist in wirklich bergigem Terrain oder hügeligem Terrain. Der Shimano 6100 Cargo Motor, der hat genug Dampf, um das Rad in der Ebene auf 25 km/h zu halten, selbst beladen, und braucht aber ab und zu mehr Drehzahl an der Kurbel und hat auch an starken Steigungen dann doch das ein oder andere Problem, und dann reicht untenrum eventuell auch die Shimano Nexus 5e nicht mehr aus, gerade beim Anfahren am Berg. Ja, aber insgesamt sind wir, wie auch 2020, super begeistert von dem Chike. Es ist ein tolles Konzept mit sehr vielen spannenden Lösungen und Platz ohne Ende. Und ich bin mal sehr gespannt, oder wir sind mal sehr gespannt, was wir noch in den nächsten 9 Monaten über den Winter dann auch mit diesem Rad erleben werden. Da wird es auch noch ein weiteres Video zu diesem Bike geben. Deswegen schreibt doch mal alle eure Fragen, die ihr jetzt zu dem Bike habt, unten in die Kommentare. Und sagt uns auch mal, was wir damit vielleicht mal ausprobieren sollen über die nächsten Monate, auch gerade dann, wenn das Wetter ein bisschen schietiger wird. Dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch dieses Video gefällt. Und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.